hier liegt ein Karton, stellvertretend für ein Format, was es lange nicht gab. Es ist mal wieder Hallzeit. Und warum dann nicht mal im neuen Jahr gleich über die Zukunft dieses Kanals sprechen? Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, es ist mal wieder Hallzeit. Deswegen stellvertretend im Intro der Karton für die Sets, die ich euch gleich schon ausgepackt präsentiere. Trotzdem wollen wir gleich am Anfang in die Vollen gehen und einen Karton öffnen. Bevor ich diesen Karton öffne, möchte ich euch aber etwas zeigen. Und zwar viele von euch haben mir in den Kommentaren schon mal einen Wunsch geäußert, ob ich nicht irgendwie einen Bergepanther euch mal zeigen könnte aus dem Hause Kobi im Maßstab 1:28. Und hier steht er, ein Mock von der lieben Putzhilfe Mo, vom lieben Maurice. Dieses Set werde ich euch natürlich hier vorstellen und damit greife ich schon mal etwas vorweg. Es gibt auch einige Neuerungen um das Thema Mock hier auf meinem Kanal, dazu aber später mehr. Generell Neuerungen wird es geben. Wir werden in diesem Haul ein bisschen schneiden, denn wir haben einiges an Kartönchens und der Platz ist hier begrenzt und so können wir auch gute Sprungmarken machen, die es ja immer unter meinen Videos gibt. Also werden wir hier dann immer etwas schneiden, wenn wir in die Kategorien kommen, um etwas mehr Platz zu machen, um euch das, was ich euch präsentiere, mehr zu zeigen. Und es gibt noch weitere Neuerungen. Es gibt zwei Sachen, die ich gerne mal ändern möchte. Und zwar seht ihr hier nämlich mein Logo und ich finde, das Logo nimmt immer etwas, Blick weg auf mein Räumchen. Deswegen starten wir einmal ohne Logo und auch dieses Dauer-Haul-Sendung oder Dauer-Kobi-Sendung oder Dauer-Lego-Sendung werden wir mal etwas verändern. So, damit starten wir ins neue Jahr mit diesen Änderungen, mit diesem coolen Mock, den Bergepanther und ein Paket, das ich bekommen habe von der lieben Putzhilfe, vom lieben Maurice. Es ist ein Paket bis 10 Kilogramm. Dementsprechend etwas schwer. Es kommt formschön recycelt in einen Kobi-Karton und wir öffnen es natürlich formschön hier mit meinem Blockstar-Messer. So einmal drehen, dass ich mich nicht schneide. Auch ich lerne dazu und dann schauen wir mal, was da drin ist. Grob weiß ich es, Freunde, aber es gibt da wohl auch noch die ein oder andere Überraschung und die möchte ich euch zeigen, die möchte ich mit euch zelebrieren hier auf meinem Kanal. Es ist sehr gut eingepackt. Wer mich kennt, weiß, dass ich diese Kartons immer wieder recycle. Das heißt, meistens schicke ich damit auch Sachen weg, wenn ich zum Beispiel Sets, die ich gestellt bekommen habe, an euch verlose zum Beispiel oder verschenke an Familienmitglieder. Das gab es alles schon und auch das wird es im Verlauf des Videos noch geben. Da sprechen wir drüber. Aber jetzt sprechen wir über den Inhalt des Kartons vom lieben Maurice. Und hui, eine Menge sehe ich schon an. Ja, wie soll ich sagen, Maurice hat an meine Katze gedacht. Es gibt Luftpolsterfolie. Hört man's? Ja, die ist wohl auch schon recycelt. Hier gibt es nichts zu poppen. Warte mal. Ne, oder so. Jetzt, ja, das habt ihr gehört. Das geht zur Seite. Meine Katze freut sich, beziehungsweise freuen wir uns auch, da es, ich schmeiße mal nach da, recycelt wird. Und ja, Freunde, hier drin sind ein paar Sets. Und zwar ein 1:48er Sherman, die 2705. Dann haben wir die 2708, auch ein Sherman, auch im Maßstab 1:48. Dann haben wir aus der World of Tanks Serie den T34, die 3061. Natürlich alles Sets von Kobi. Alles 1:48. Dann nochmal einen T72, die 2706. Und dann gibt es hier noch etwas eingeschweißtes, so gut wie eingeschweißtes. Steinchen, da hatte ich den Maurice drum gebeten, weil Maurice ist da oft schneller als der Kobi Ersatzteilservice. Dann haben wir hier nochmal einen Sherman, die 2705. Den hatten wir schon, auch in 1:48. Und ja, jetzt gibt es eigentlich das Highlight, weswegen ich dieses
Paket bekommen habe, nämlich einen sehr großen eingeschweißten Kuchen. Was das ist, darüber sprechen wir gleich. Es sieht ein bisschen aus wie Kuchen. Wir schauen es uns gleich mehr an. Dann nochmal einen T7258, die 2702. Und hier unten eingeschweißt einmal das US Air Support Center, die 3042, die es von Kobi ja eigentlich nicht mehr geben sollte. Ich schmeiße mal kurz den Karton weg, da freue ich mich drauf. Boom! Und dann doch wieder gibt. Ihr habt es ja mitbekommen, dass die Company of Heroes Serie ausgelaufen ist. Also nicht flüssig, sondern die Lizenz wurde wohl von Seiten von Relic Games nicht verlängert. Und Kobi hat gedacht, ach komm, das sind so tolle Sets, die labeln wir einfach um. Bisschen ein paar Farben ändern, ein bisschen Figuren und dann gibt es sie neu. Blöd für alle, so wie ich, die sich dieses Set öfter gekauft haben, weil sie dachten, es geht vom Markt. Da ist Kobi mit seiner Kommunikation nicht ganz so gut. Ja, diese Sets teilweise hier, das kann ich euch verraten, werden wir an euch verlosen. Seid also gespannt. Gespannt bin ich aber jetzt an diesen Dingen hier, die hier eingeschweißt sind. Denn der Maurice hat mir gesagt, es gibt ja die ein oder andere Überraschung. Und auch hier bei dieser Folie werden wir versuchen, natürlich so viel es geht zu recyceln. Und ihr seht, der Maurice macht das immer sehr gut. Diese Sets kommen daher ja so gut wie neu bei uns an. Und das hier sieht aus wie ein Panzer 2 oder Panzer 3. Sehr viel Folie. Wie gesagt, der ein oder andere, der vielleicht dann später mal so ein Set gewinnt, hier auf meinem Kanal. Und wann wir das machen, steht auch noch in den Sternen. Ich habe mir was überlegt, aber seid gespannt. Also, Folgen lohnt sich, würde ich sagen. Dieser übliche YouTuber-Disclaimer. Da wird das dann auch natürlich recycelt. Und jetzt, ja, oh, schön in Grau, Freunde. Ihr seht, das Thema Mock, das geht immer weiter. Krass. Ganz vorsichtig, Freunde. Schaut mal hier. Einen grauen. Da haben wir es. Panzer 2 aus der Mock-Sammlung von Maurice. Richtig cool. Hammer. Ich stelle es mal hier vorne hin. Und ihr seht schon, alleine deswegen müssen wir diesmal ein paar Cuts machen, damit diese Mocks und auch das Verpackungsmaterial ja, nicht präsentiert, aber zur Seite kommen werden. Und ja, das hier würde ich am liebsten zulassen, weil ich glaube, wenn ich es jetzt aufwickele, dauert das Stunden und es geht kaputt. Aber ich kann euch sagen, es ist ein Mock des ja, Karl-Geräts. Und das schauen wir uns an, wenn ich das Karl-Gerät hier reviewe. Beziehungsweise wenn wir, und das ist schon mal, wie gesagt, ein Hint für die Neuigkeiten, vielleicht mal öfter hier über Mocks reden. Was meint ihr? Ja, ich würde sagen, wir räumen jetzt mal auf, machen einen kleinen Cut und dann geht es mit dem nächsten Sets aus meiner Haul-Serie hier weiter, liebe Freunde. Ja, Freunde, und bevor es weitere Kobi-Highlights gibt, lasst uns doch mal schauen, wie mein Lego-Jahr 2024 geendet bzw. das Jahr 2025 im Rahmen von Lego für mich gestartet ist. Und geendet hat es mit der 10355, nämlich der Renegade, ein Set aus der Lego Icons Serie im Blacktron 1 Format. Ein Set, was für mich ganz besonders wichtig ist, weil ich bin, das wisst ihr vielleicht, großer Classic Space Fan, also die ganz alten Sachen von Lego, dann M-Tron, Classic Space, Blacktron 1, Blacktron 2 und wie sie alle heißen, Foodtron. Das sind Sachen, die mir als Kind richtig Spaß gemacht haben. Vor allen Dingen, weil die Blacktron 1 Figuren so aussahen wie Darth Vader. Und ich habe schon mal in den Stream erzählt, dass ich meiner Mutter irgendwo schwarzen Stoff gemopst hatte, ausgeschnitten mit meiner Kinderschere und dann dieser Figur als Umhang umgehangen habe. Und dann hatte ich meinen eigenen Darth Vader, lange bevor es dann, ich meine 1999, bei Lego die Star Wars Lizenz gab. Deswegen dieses Set ein Muss für mich und ich muss wirklich überlegen, denn es gibt hier nämlich B-Modelle, ob ich mir dieses Set, was ja nicht ganz günstig ist, ja 99 Euro, nochmal kaufe, weil wie gesagt, wir können hier Walker bauen und dann natürlich hier unsere Renegade, unser Raumschiff 1151 Steinchen. Und ja, das war quasi so das Ende des Jahres, beziehungsweise gab es zum Ende des Jahres ja auch ein bisschen Leaks und Hinweise auf das Set, das Model ja zum Anfang des Jahres.
Und das musste ich mir auch kaufen, denn ich bin großer Modular-Fan und ich hatte Gott sei Dank noch ein paar Lego-Punkte, die ich eintauschen konnte. Somit konnte ich euch hier die 10350, die Tudor Corner, hier mir kaufen und euch präsentieren. Das werde ich auf jeden Fall machen. Dieses schöne Haus im Eckdesign, im englischen Fachwerk-Look. Und zu diesem tollen Haus gab es auch GWPs. Natürlich erstmal, weil man muss ja auch die asiatische Schiene bedienen, die 40756 zum Neujahr, die Glücksknoten und passend hier zur Tudor Corner, nämlich den Corner Kiosk, die 40757. Ich bin großer GWP-Fan, großer GWP-Sammler und ganz oft kaufe ich auch solche Lego-Sets, nur weil es da geile GWPs dazu gibt. Ja, das war so mein Lego-Highlight-Jahresbeginn. Diese Videos wird es geben und warum ich jetzt so heiß war auf die Tudor Corner, das sehen wir nach dem nächsten kleinen Cut, denn ihr seht, ich brauche Platz und das nächste, was ich euch zeige, dafür brauche ich auch Platz, hat aber mit der Tudor Corner im weitesten Sinne zu tun, liebe Freunde. Ein Highlight jagt das andere und wenn ihr es jetzt brummen hört, dann liegt es daran, dass ich eine kleine Co-Regisseurin noch dazu bekommen habe. Mein persönliches Highlight, meine kleine Katze Murks. Vielleicht hüpft sie noch ins Bild. Für alle, die schreckhaft sind, hoffen wir mal nicht. Aber wir haben eben gerade das Lego-Jahr quasi eingeläutet mit einem viktorianischen, britisch anmutenden Haus, was natürlich naheliegt, wenn es Tudor Corner heißt. Und die Firma Fantasy, die ihr vielleicht schon kennt. Ich habe hier schon mal auf meinem Kanal Sets von Fantasy vorgestellt, die ich dann sogar an euch verlost habe. Schaut gerne mal hier oben auf dem i nach. Diese Videos könnten ruhig aufgrund der lustigen Verkleidung von mir noch ein paar Views gebrauchen. Die Firma Fantasy hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ich nicht weiter ein paar Sets von denen vorstellen möchte. Und wegen der Tudor Corner habe ich mich für ein Set entschieden, das zwar schon auf YouTube hoch und runter reviewt wurde, aber ich glaube nicht im Blockstar-Style mit Geschichte und Hintergrund. Und deswegen möchte ich euch, lizenziert von der Sir Arthur Conan Doyle Association, das Baker Street Apartment von Fantasy vorstellen. Ein Modular, das glaube ich ganz gut zur Tudor Corner von Lego passt. Und wir sehen es hier ganz hinten schön detektivisch aufgebaut. Für alle, die die Filme kennen oder so wie ich die Serie, die BBC-Serie Sherlock lieben, ein Muss und ich kann euch verraten, ich war als Tourist auch schon mal in der Baker Street und deswegen ist die 85014 hier dieses lizenzierte Gebäude, dieses Modular ein Muss. Und ja, jetzt hatte ich Gewinnspiel gesagt, wir hatten vorhin bei Kobi ein Gewinnspiel. Es wird auch hier mit Fantasy ein Gewinnspiel geben, denn Fantasy hat mir einfach so zu Silvester, zu Neujahr, oder auch als Weihnachtsgeschenk, ich weiß gar nicht genau, aber ich meine, es war mehr als Silvester deklariert. Ihr hört es hier kraspeln, weil hier noch ein bisschen mehr ist. Ein Set aus der Le Petit Prince, aus der kleinen Prinz-Serie, nämlich hier das Starry Castle, dieses Luftschloss aus den Rahmen derer Kleiner Prinz-Serie. Ich bin großer Fan vom Kleinen Prinzen, weil es einfach ein tolles Buch ist. Ich finde sogar einen sehr tollen Film gibt es dazu. Und weil natürlich der Schreiber des Buches auch etwas mit Fliegerei zu tun hat und somit auch irgendwie hier die Brücke zu Kobi für mich geschlagen wird. Und deswegen bin ich echt gespannt auf dieses Set, die 86326, dieses Luftschloss hier oben mit der Figur vom kleinen Prinz. Und das werden wir bauen und dann werdet ihr dieses Set auf jeden Fall verlost bekommen, das verspreche ich euch. Also ein Highlight auch hier bei Fantasy auf meinem Kanal. Und ja, es wird schon wieder eng, also ab zum nächsten Cut, zum nächsten Highlight hier in meinem Haul-Video. Ja, Freunde, es geht weiter mit der Highlight-Show meiner Hauls. Und warum sage ich Highlight? Weil wir waren gerade bei einem Hersteller aus Fernost, den ich euch schon mal präsentiert habe. Ich habe aber auch Post bekommen von einem Hersteller aus Fernost, den ich euch noch nicht präsentiert habe, den ich mir mal anschauen möchte und der auch Sets hat, die ich so noch nicht gesehen habe bei anderen Herstellern, außer im Mock-Bereich. Und ich muss ein bisschen ausholen. Ihr kennt vielleicht den Online-Händler Temu.
der hat mich schon lange genervt mit: „Hier, Gutschein, mach doch was, mach doch was, mach doch was.“ Und es, ja, gab für mich A, dort nichts Interessantes, B, wollte ich keinen geklauten Murks vorstellen und C, ist es ja auch immer so ein Umweltaspekt. Aber es gibt einen Hersteller, den man bei Temu kriegt, den ich euch hier halt wirklich gerne mal präsentieren kann, weil er eine Schnittmenge irgendwie hat zu Kobi. Und damit meine ich nicht nur, dass er sich vielleicht von Kobi das ein oder andere abgeschaut hat. Wir sprechen über einen Hersteller, den man ganz schlecht aussprechen kann. Und dieses Paket liegt hier schon etwas länger. Ich habe extra gewartet, um euch das in einem Haul zu zeigen, wie sie das gehört, mit aufschneiden. Und ich muss hier wahrscheinlich aufpassen, damit ich dann diese, ja, Tüten, weil meistens, wenn man es nicht im Karton bestellt, kaputt mache. Aber es sieht richtig krass aus, fast wie Astronautennahrung verpackt. Hier nämlich einmal Building Blocks heißt es, Manufacturer Shenzhen Yonghin Guang Trading Co. Limited. Das ist aber nicht der Hersteller. Ihr müsst noch ein bisschen warten. Hier ist das zweite Set und da müsste noch ein drittes. Oh, es sind sogar noch mehr drin. Oh, ich habe aber eigentlich nur 3 bestellt. Alles von Shenzhen Yonghin Guang Trading Co. Limited. Okay, es sind 4 Sachen drin. Ich hatte aber eigentlich nur 2 mir bestellt. Hier heißt der Manufacturer Vico, nee, das ist anders. Plastic Block, Kumai, Fengchai, ja, alles komisch. Es ist einfach nicht das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Ich mache jetzt mal hier es auf und dann sehen wir schon vielleicht, um welchen Hersteller es sich dreht. Ich kann ihn schlecht aussprechen, die Anleitung ist zerknickt. Wir haben hier eine Yakolev Yak 1B von Wangang mit zerknitterten Aufklebern, aber diese Yak 1B von Wangang, so spricht er sich aus, wollte ich euch unbedingt einmal vorstellen. Gibt es nämlich so von Kobi nicht. Ihr seht hier bei mir im Hintergrund, wir haben hier von Kobi zum Beispiel, da kommt sie raus, die Yak 3, aber hier unsere Yak 1B haben wir nicht. Deswegen wollte ich euch mal hier von Wangang diesen Flieger zeigen. Mal gucken, ob ich den hier wieder reinkriege. Vielleicht lasse ich ihn besser mal draußen. Ich kann noch nicht viel zur Steinequalität sagen. Deswegen gucken wir uns das mal an. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Auch sehr gut verpackt. Bisschen schade, dass das so kaputt kommt. Also immer, wenn man es kann, natürlich, liebe Freunde, schaut, dass ihr das mit Karton bestellt. Und dieses Ding hier habe ich, glaube ich, gar nicht bestellt. Aber gut, hat mir Temu mit reingepackt. Nämlich, hier sehen wir es auch, Guan, den Panzerkampfwagen 4 in der Ausführung C mit Figuren, die sehr stark danach aussehen, als hätten die schon mal in dänischer DNA gebadet. Aber ein Panzer 4 schaue ich mir gerne an, vergleichen wir gerne mal mit Kobi, denn ich bin ja großer Fan vom Panzer 4. Und jetzt haben wir hier noch 2 große und ich finde wirklich, das sieht aus wie Astronautennahrung. Wird natürlich jetzt für die Videos dann das Unboxing nicht ganz so gut, aber hey, ich mache die eh immer viel zu lang, sind wir mal ehrlich. Und hier haben wir, ui, die Spitfire, an die konnte ich mich erinnern, auch von Wangang. Die hat eine schöne Farbe. Es gibt wohl sehr, sehr viele Formteile. Ich bin gespannt. Hier sehen wir schon mal ein Formteil und hier kommen mir auch gleich solche Spritzgusskästchen entgegen. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Schauen wir mal, Trace oder wie auch immer. So, also die Spitfire geht hier hin und dann haben wir hier noch etwas wirklich, wirklich spacig anmutendes. Da bin ich echt mal gespannt. Denn an eins kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern, merke ich gerade. Ich habe 3 Sachen bestellt, 4 bekommen. Ich habe eine Vermutung. Schauen wir mal. Sehr, sehr gut verpackt hier unsere Astronautennahrung. Also ein Astronaut kommt da gar nicht so dran. Oh. Aber wie gesagt, viele von euch in den Kommentaren haben mal nach diesem Hersteller gefragt. Und ich finde, auch wenn ich hier mostly Kobi mache, sollte man mal über den Tellerrand gucken, um mal wirklich vielleicht A, Kobi mehr wertzuschätzen oder B,
Vielleicht auch zu sagen, okay, da könnte der eine oder andere es besser machen. Und ja, jetzt fällt es mir ein, ich habe auch hier mal wieder den Hersteller Wangi oder Wange. Jetzt sagt ihr, warum denn das? Warum? Du hast doch schon mal was davor gesagt, das war blöd. Ja, aber eine Catalina, das berühmteste Flugboot, würde ich mal sagen, was jetzt nicht von Blum und Voss kam oder von Dornier, wollte ich euch mal vorstellen. Wurde ich sogar in den Kommentaren hier schon einmal gefragt. Da sind die Steine, schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Also an die Jak, an die Spitfire und an die Catalina konnte ich mich erinnern, dass es hier noch ein Panzer IV on top gab. Da hat sich wohl Temo irgendwie einen Spaß erlaubt. Das war jetzt Guangang, das war Wangi, aber es gibt hier auch noch Lesti. Und mit Lesti habe ich ja schon ein paar Mal was gemacht. Und werde ich auch wieder machen. Ich werde euch hier von Reobrix den B2 Bomber, das war mal das teuerste Flugzeug der Welt oder ist es wahrscheinlich immer noch, möchte ich euch einmal vorstellen. Wenn ihr sagt Reobrix, Blockstar, habe ich schon mal irgendwas gehört, schaut einfach hier oben auf dem i, da findet ihr das ein oder andere Review. Ja, das war jetzt China Militär. Kommen wir mal zu ein bisschen, wie wollen wir es mal sagen, deutsch-chinesische Kooperation. Ich muss hier ein bisschen Platz machen. Und zwar fangen wir mal an, weil wir gerade Lesti gesagt haben, mit einem Set, das ich euch unbedingt vorstellen muss, weil ich schon so lange hier liegen habe. Und zwar ist das ein weiteres Schiff von Stefan Fischer. Kennt ihr vielleicht von meinem Discord. Ich habe es vielleicht schon mal gezeigt, den einen oder anderen. Die USS Kit mit Aufklebern, denkt ihr? Nein. Mit Drucken, die er mir sogar geschenkt hat. Es wird endlich Zeit, dass ich euch das Set präsentiere. Seid gespannt. Der Stefan Fischer ist ein grandioser Mocker, was Schiffe angeht. Ich habe euch hier schon mal ein Set vorgestellt. Wenn ihr gerne mal so Schiffmocker kennenlernen wollt, lade ich euch gerne ein auf meinem Discord. Da gibt es ein eigenes Forum, ein Unterteil Unterbereich über die Herrschaften, die Schiffe mocken. Dann gab es von Lesti auch noch einen Nachschlag für ein Set, das hier schon lange liegt, das ich euch noch zeigen möchte. Eine Windmühle, dazu hat mir Lesti noch einen Light-Kit geschickt. So, das war jetzt hier die deutsch-chinesische Kooperation. Jetzt komme ich mal zur deutsch-österreichisch-chinesischen Kooperation. Denn meine lieben Freunde von Stone Heap, die mir schon mal hier einen Sample-Karton mit Steinen geschickt haben, ihrer Part-Packs, die es ja so bald nicht mehr geben wird, denn man kann demnächst bald, oder es ist vielleicht sogar schon so, alle Steine bei denen dann auf der Homepage bestellen, wie man es möchte. Diesen Karton, meine ich, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Diesen Inhalt werde ich übrigens auch an euch verlosen. Haben mir noch mal ein paar Samples mitgegeben, über die wir dann sprechen werden. Und wir werden uns auch einfach mal hier in einer Blogswoche oder mit einem richtigen Video oder in einem Stream den Karton anschauen. Den Karton. Mit K fängt das Wort an. Den Katalog, der ist mir jetzt hier gerade reingerutscht. Anschauen von den Produkten, die sie in ihrem Portfolio 2025 haben. Es gibt zum Beispiel solche rostigen Gleise, finde ich ganz cool, die Farbe. Hier ist auch der Katalog da. In den Produktkatalog 2025 werden wir hier reinschauen und dann schauen wir mal, was es dort alles gibt. Ich kann nur sagen, nicht nur Züge, sondern auch zum Beispiel, hier sieht man es, Tuk-Tuk, ein paar Schiffchen. Ja, ich habe zum Reviewen für euch bekommen eine moderne Haltestelle. Jetzt denkt ihr euch, Haltestelle, Blockstar, was soll das? Warum eine Haltestelle? Naja, weil man neben einer moderne auch eine historische Haltestelle stellen kann. Und vor allen Dingen, wofür braucht man eine Haltestelle? Zum Beispiel für einen modernen Wasserstoffbus hier von den Wuppertalern Verkehrsbetrieben. WSW heißen die, ist auch in der Kooperation hier mit der WSW hergestellt wurden. Wir wissen ja, bei Stone Heap gibt es die ein oder andere Lizenz, wie zum Beispiel hier auch dieser kleine Billettautomat. Billett heißt es in der Schweiz, bei uns würde es Ticketautomat heißen oder Fahrkartenautomat. Hier den der Schweizer Bundesbahn, glaube ich, so heißt sie, SBB, CFF, ja gut, 3 Sprachen, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt habe ich ja Deutsch, Österreichisch, Chinesisch gesagt, ja, weil nämlich auf den Karton steht Stone Heap Österreich und auf diesen Karton steht, meine ich, schon irgendwo Stone Heap Karlsruhe. Denn das Unternehmen ist hier in meine Nähe
gerückt. Mehr dazu aber dann, wenn wir uns Stone Ip hier auf meinem Kanal genauer anschauen. Natürlich wird es Reviews zu diesem Set geben und wir werden, wie gesagt, in einem Livestream uns mal hier den Katalog anschauen. Ja, ihr seht, der Schreibtisch ist wieder voll. Ich habe aber noch ein Highlight, das wohl auch aus China kommt. Und ja, ich weiß gar nicht von wem genau. Ich habe das auch Ende des Jahres, es kann auch schon im Herbst gewesen sein, dieses Set in irgendeiner WhatsApp-Gruppe gefunden. Und zwar den Magnum 308 GT. Und hier muss es auch eine deutsch-chinesische Kooperation geben, weil die Firma heißt ja irgendwie Blockify und es steht hier der Importeur auf Deutsch drauf. Da bin ich sehr gespannt. Und dieses Fahrzeug, und es heißt ja Magnum, sieht aus wie eine Serie aus den 80ern mit einem gewissen Private Investigator, also Magnum PI wohl im Vordergrund als Themengeber. Und ich habe mir ein kleines Hawaii-Hemd gekauft. Ich warte jetzt nur noch auf das Zeitfenster, dass ich meine Freundin überzeugen kann, dass ich mir einen, na, ihr wisst schon, so einen Balken stehen lassen kann. Und dann drehen wir hier ein cooles, ulkiges Review über dieses Fahrzeug. Und das seht ihr gerade nicht, aber die Kamerafrau da hinten zeigt mir schon den Vogel. Vielleicht auch, weil es so viel zum Reviewen gibt. Ja, und ich habe ja gesagt Highlight, denn wir gehen jetzt so langsam in die letzten Highlights. Und wenn ihr bis jetzt gewartet habt, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, liebe Freunde. Ja, Freunde, und ich habe euch gesagt, ein Highlight jagt das nächste. Jetzt gibt es nochmal eine kleine Ruhepause, aber für mich Highlights. Denn ihr wisst ja, dieser Kanal hat etwas mit einem gewissen Franchise eines George Lucas zu tun, denn das Star in Blockstar steht für Star Wars und nicht dafür, dass ich hier der größte Klemmbaustein-Star bin. Auf gar keinen Fall. Da bleiben wir mal schön auf der Baseplate des Lebens stehen. Ich war die Tage in Oberhausen und habe gedacht, ich stöbe mal da durch das Zentro und was gibt es da? Einen Lego Store. Also habe ich ein bisschen Lego mir gekauft. Tada, eine ganze Tüte. Und lustigerweise ist das meiste drin gar nicht für mich. Aber zwei Highlights gibt es, die musste ich mir auf jeden Fall kaufen. Es gab bei meinem Einkauf, der etwas größer ist, die 40759. Das Valentintags GWP. So eine kleine Pralinschachtel zum selber bauen, aber nicht zum selber kauen, das tut weh. Passt natürlich, denn ich habe ein paar Sets gekauft für meine Liebste, die mag am liebsten Technik. Deswegen dachte ich mir, ich benehme mich oft wie ein Rhinoceros, also kaufe ich ihr die 42198. Das das Bus, auch nicht, das Bushplane, den Buschflieger Cimek lässt grüßen, hier im Zebra-Look. Fand ich ziemlich cool. Dann natürlich aus der Botanicals-Serie die Mini-Orchid, die Mini-Orchidee, die 10343. Denn ich habe euch ja gesagt, neben der Kamera ist nicht nur meine Freundin, sondern auch meine Katze. Und damit sie keine echten Blumen oder giftige Blumen anknabbert, gibt es bei uns nur diese Botanicals hier. Und da haben wir fast alle, beziehungsweise meine Freundin, die Kamerafrau, diese hier fehlte noch. Es geht weiter mit, ihr merkt gerade, ich habe gesagt aus der Botanicals-Serie, aber es gibt ja auch noch so ein paar Blümchen. Die Cherry Blossoms, die fehlten auch noch in unseren aus Klemmbaustein teilweise gebauten Vasen. Also musste auch noch sein. Und kleines Highlight, weil meine Freundin mich immer abzieht in Super Mario auf der Switch, habe ich ihr gedacht, bringe ich euch, beziehungsweise nicht euch, ich präsentiere es euch, bringe ihr aber das noch mit. Und sie fährt am liebsten mit Toad. Deswegen, ich habe kein einziges Set, oder wir haben kein Set aus dieser Mario-Serie, aber dieses Kart, dachte ich, das muss sein. Zockt ihr auch Super Mario Kart? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, dieses Spiel kann Freundschaften und Beziehungen zerstören. Bei uns nicht, ich verliere eh immer. Und jetzt kommen wir zum letzten Technik-Set. Für mich als Sohn eines Bauarbeiters muss das sein. Hier so einen Backhoe-Loader, einen kleinen Bagger mit Schaufel vorne wie hinten. Ein kleines Technik-Ammucksgöl, das meine Freundin auf jeden Fall sicherlich so mal irgendwann wegknuspern wird. Und für mich, ich bin bei Star Wars gediegen, ich brauche nicht viele Sachen. Es muss ein bisschen, ja, Imperium dabei sein, ein bisschen Klone. Und deswegen habe ich mir geholt hier dieses, ja, ich würde es mal sagen, Battle Pack, nämlich die Rebellen gegen die Eimerköpfe, die 40755, das Imperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder, eine quasi Neuauflage diverser Sets zusammengepackt und ja,
Ich habe, glaube ich, keine Lego-Figur so oft wie die Stormtrooper. Gut, okay, es könnten nur gut die Black Falcons Ritter auch noch sein oder M-Tron-Figuren trotzdem. Aber ich liebe das Star Wars, das muss sein. Egal wie viel es kostet, ich brauchte es. Und ja, eines meiner Lieblingsraumschiffe und irgendwie erinnert es mich auch an eine Stuka von Kobi und es hat Klone drin, nämlich der ARC 170 Starfighter, die 75402. Die Neuauflage musste auch sein. Ich habe schon diverse davon. Ich bin für einen mal richtig weit gefahren bei Kleinanzeigen, damals sogar noch eBay Kleinanzeigen ergattert. Das hier ist einfach eines meiner Lieblingsraumschiffe aus der Zeit der Republik, beziehungsweise das Ende des Republiks. Hier sieht man auch einen schönen Akklamata-Kreuzer. Richtig cool. Also gefällt mir. Und ich wollte euch zeigen, dass ich hier auch mal wieder ein bisschen mehr Lego Star Wars machen möchte. Beziehungsweise Lego. Wir sind ja in dieses Jahr mit der Titanic gestartet, die nicht auf den Grund liegt. Das seht ihr jetzt nicht. Die steht da oben über mir im Regal. Werde ich euch mal bei einer Roomtour zeigen. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir es gerne auch mal in die Kommentare. So, jetzt wischen wir Lego aber weg, beziehungsweise die großen, denn ich habe noch etwas, was ich euch zeigen könnte, nämlich, dass ich mir hier, und das gehört dazu, nämlich die ganzen Minifiguren-Serien gekauft habe. Ich bin ein großer Sammler. Danke da zum Beispiel an Mr. Miro, der mich oft mit diesen Serien komplett versorgt hat. Hier Dungeons and Dragons zum Beispiel. Oder ganz aktuell, ich müsste es aufschneiden, hier die neueste Serie, die... Oh, jetzt habe ich mein Messer verlegt. Nehmen wir doch einfach mal das, genau. Die Regie schiebt es mir zu. Die aktuelle Serie in Grün, die ich mir komplett einmal gegönnt habe. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben oder wenn ihr bei mir auf dem Discord seid oder joint, wie präsentiert ihr denn eure Minifiguren? Packt ihr die in diese Smith Toys, beziehungsweise, da haben wir sie übrigens, ja, wie sagt man das schön, Dioramen, Regale, Showcases, packt ihr die da rein oder baut ihr euch eure eigenen Showcases? Würde mich echt mal interessieren. Wie gesagt, weil ich komme schon seit langem nicht mehr um diese Lego Minifiguren-Serien drumherum, auch wenn ich sagen muss, dass in dieser aktuellen Serie jetzt hier für mich vielleicht am interessantesten natürlich das Member oder das Mitglied des Wolfpacks ist, weil ich ja gerne so alte Sachen mag und gerade auch die Rittersachen bei Lego ist, ja, da schlägt mein Herz für. Aber wofür mein Herz noch mehr schlägt, und wir kommen so langsam an den Klimax zum Höhepunkt, sind die Sets, die jetzt noch folgen. Deswegen machen wir wieder einen kleinen Cut und lehnt euch zurück, trinkt was Schönes, entspannt euch, denn jetzt wird es richtig, richtig cool. Ja, liebe Freunde, der Klimax ist da. Ich habe euch gesagt, zum Ende des Videos gibt es noch ein bisschen was, was noch cooler ist als der Rest des Videos. Wobei das alles cool war. Es ging hier um Klemmbausteine, unser schönstes Hobby. Aber es muss ja einen Grund geben, warum ich hier dieses Video cutte, damit ich euch direkt hinleiten kann. Wir haben über den Berge Panther gesprochen von Maurice, der Putzhilfe, den ja, guten Freund und tollen Mocker, den ihr auch auf meinem Discord findet. Und Mocken ist das Stichwort. Ich möchte mehr solche Mocks präsentieren. Und nicht nur gebaute von jemandem, der mir eins schickt, das natürlich, weil es da, und das gehört zu meinem Kanal dazu, historische Hintergründe gibt. Nein, ich werde euch auch zeigen, wie ihr selber so ein, zwei Sachen ganz locker mocken könnt, um zum Beispiel so einen Baum zu haben, der zu einem 1:28er Kubi-Set passt und der nicht aus Kubistein ist, weil das ist ja auch so ein Thema. Aber auch dazu gibt es ein Video. Nein, auch vielleicht hier so ein kleines Fältchen, wo ihr die Minifiguren, die ich euch gerade erwähnt habe, beim Lego-Part nebenstellen könnt. Vielleicht das Wolfpack, was sich durch so ein Maisfeld oder Weizenfeld anschleicht. Aber Kobi Mocs sind natürlich hier das Hauptaugenmerk. Und ich ziehe jetzt noch mal eins hier rein. Tada! Das ist nicht von mir, ich habe es nur sehr stümperhaft beleuchtet, das seht ihr vielleicht gar nicht. Das ist die Band Sabaton. Die Band Sabaton, die meine Freundin, die Kino hasst, es aber bringt, dass sie ins Kino geht, denn wir waren letztes Jahr in einem Kinofilm über Sabaton, beziehungsweise ein Live-Konzert im Kino zum Thema Sabaton. Warum ich hier Sabaton stehen habe? Weil das hier ein kleines Möckchen ist von meinem lieben Freund Sebastian. Grüße gehen raus. Und es passt natürlich zum Thema Mock, aber es ist ein Highlight, das unterstreicht, was für Highlights von Kobi jetzt noch kommen werden. Nämlich, wir haben hier den Bergepanther
Und ja, ich habe dieses Jahr, weil das Jahr 2025 wird ja irgendwie auch das Jahr des Panthers bei Kobi. Es sind neue Panther angekündigt und ich dachte mir so, Moment mal, bevor wir jetzt hier über den Bergepanther sprechen, sprechen wir vielleicht nochmal über das Kobi Set 2511, den Panther 5 in der Ausführung, beziehungsweise den Panzerkampfwagen 5 Panther in der Ausführung A. Und deswegen habe ich gerade geguckt, der ist nämlich schon etwas älter, 2018. Also 7 Jahre ist er alt und dieses Highlight wollte ich euch zeigen, bevor wir dann dieses Jahr in die neuen 2025er Panther uns vertiefen, muss so ein kleiner Rückblick, so ein Thema aus der Kobi Classic Serie sein und passt ja auch ganz gut hier zum Mock vom Maurice. Also ein altes Set, das muss gezeigt werden. Ich habe euch gesagt, Highlights, alte Sets. Ich muss schauen, wo ich es hingelegt habe. Es ist nämlich ein sehr, sehr altes Set. Etwas, was man so nicht erwartet. Habe ich es so weggepackt, dass ich es gar nicht mehr finde. Und ich möchte jetzt keinen Cut machen. Ich habe es schon mal in einem Livestream gezeigt, aber ich weiß jetzt nicht, wo habe ich es hingepackt. Das ist immer sehr gut, wenn man etwas zeigen möchte, ein Highlight anteasert und man es nicht findet. Ich finde, dann muss man hier doch nochmal den Weg eines kleinen, mysteriösen Zauber-Moves gehen, damit ich euch das zeigen kann, was ich jetzt hier vor lauter Unordnung unter meinem Tisch nicht finde. Ordnung ist das halbe Leben. Und wenn man genau zwischen seine Beine guckt, dann findet man auch öfter mal was Größeres. Und das ist das, was ich euch zeigen will. Nämlich dieses Riesenset von Kobi aus 1999. Jetzt dürft ihr mal nachrechnen, wie lange das her ist. Kobi hat auch schon mal so etwas gemacht wie Duplo bei Lego. Richtig Hammer. Hier so ein kleines Polizeiauto, wie sich das gehört, mit Knüppel, also in Polen. Da werden die Kinder gleich richtig erzogen. Da bin ich richtig gespannt drauf, euch das mal zu zeigen. Wird ein riesenlanges Review, aber dieses Set ist nur stellvertretend für eine ganze Menge Sets, die ich vom lieben Sebastian bekommen habe, die ich euch zeigen kann, die ihr so von Kobi nicht erwartet hättet und die auch nicht unbedingt etwas Militärisches auszusagen haben oder einen militärischen Background haben, sondern viele Kooperationen, die ihr so gar nicht kennt. Und ich habe auch nicht mit Kobi, aber mit einem guten polnischen Bekannten jetzt Kontakt, der mir immer öfter mal Kobi-Sachen schickt, natürlich gegen Bezahlung, die ihr so auf dem Schirm vielleicht gar nicht habt, weil man sie nur in Polen bekommt. Und stellvertretend dafür auch natürlich hier auch die Sets, die ich euch noch nie gezeigt habe, der polnischen Post. Also der Cut hat sich gelohnt. Das hier nur so als kleiner Teaser. Ist natürlich ulkig, weil es ein Kinderset ist, aber die Sets, die ich euch zeigen werde, diese besonderen, die ihr vielleicht auch schon in meinem Regal hinter mir gesehen habt, sind richtig cool und ist hier vor allen Dingen eine dreistellige Kobi-Nummer, nämlich die 555, das ist auch schon was ganz, ganz Besonderes. Aber ich habe euch gesagt, ganz Besonderes hat auch mit Kobi zu tun. Das liegt hier, das ist griffbereit. Das sind nämlich unter anderem ja, die Weihnachtsgeschenke, die ich mir selber gemacht habe, die ich aber auch bekommen habe oder ich anderen gemacht habe. Ein Weihnachtsgeschenk quasi, nämlich hatten wir damals Building Bricks gemacht mit der 30% Aktion und stellvertretend daraus hier mal unseren Apollo Lunar Modul aus der Smithsonian Serie, die Nummer steht hier an der Seite, die 21075 aus 2017. Ich habe euch schon mal das Space Shuttle gezeigt und ja, ich finde, wir kennen es von Lego und von anderen Herstellern. Kobi hat es auch gemacht, viel früher. Und das schauen wir uns einfach mal an. Ich finde, das passt ganz gut. Ich mag diese Kooperation, gerade mit dem Smithsonian Museum, weil das passt auch ganz gut zu mir, weil ich euch ja auch immer historischen Background gebe. Und ja, jetzt muss ich diesen Bergepanther mal zur Seite schieben, denn es gibt Highlights. Es gibt ein Highlight auch in Panzerform und zwar, ja, Kobi hat ja den 131er Panzer rausgebracht und ich habe ihn mir jetzt auch gekauft. Also nein, ich habe mir schenken lassen. Nämlich hier für die Füße. Ich habe zu Weihnachten aus dem Tank Museum in Bovington hier unter anderem solche Tiger-Puschen bekommen. Die werden wir natürlich im Review einbauen eines Tiger-Panzers. Wahrscheinlich auch des 131ers. Den haben wir jetzt ja auch in 1:35. Dann werden wir uns diese Pushen nochmal genauer anschauen. Aber warum zeige ich euch die? Die haben ja nicht so wirklich was mit Kobi zu tun. Ja, nicht mit Kobi vielleicht, aber mit dem Tank Museum in Bovington. Und da kam mein Weihnachtsgeschenk her. Buff, nämlich hier das Kobi Set 3117, der Fury Sherman, den man nur in Übersee, also über die Nordsee, in Großbritannien kaufen durfte. Kuss geht raus an die Frau hinter die Kamera, die mir dieses Set geschenkt hat, damit ich es euch reviewen kann. Hier den Fury in der
schwarz-grünen Lackierung. Und ich glaube, das Set ist genauso teuer wie das, was man an Zollgebühren und so weiter zahlen musste. Aber ich will da gar nicht drüber nachdenken, denn schließlich ist es ja ein Geschenk. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen zum Ende mich selber vielleicht hier so ein bisschen, ja nicht erhöhen, aber ich möchte noch etwas zeigen, was ich verschenkt habe. Und jetzt kommen wir zu Sabaton. Ich habe meiner Liebsten nämlich hier für viel Geld den Sabaton Primo Victoria geschenkt. Den britischen Panzer in den Lackierungen Schwedens beziehungsweise in dem S mit Sabaton. Und da kommen auch die Figuren hier teilweise her und auch diese Platten, die sind alle in diesem Set hier versteckt. Die Kamerafrau macht den Daumen hoch. Ich werde euch wohl bloß nie dieses Set reviewen können, auf jeden Fall nicht das hier. Vielleicht nehme ich nochmal über 250 € in die Hand und zeige euch dann diesen Panzer. Es waren sogar noch viel mehr. Mal schauen, das ist ein ganz persönliches Geschenk an meine liebste Freundin, an die Kamerafrau, die das hier alles möglich macht. Und ich finde, das ist doch wirklich ein Highlight, auf das es sich gelohnt hat zu warten in diesem Haul, oder? Was meint ihr? Schreibt mir das gerne bitte in die Kommentare. Wie fandet ihr jetzt das, dass ich mal ein bisschen gecuttet habe, um euch mehr hier zu zeigen, was ich gekauft habe? Es war natürlich jetzt sehr viel, einfach weil das letzte Haul-Video ist schon etwas länger her und auch das ein oder andere Review hat sich ja da reingemogelt. Und ganz ehrlich, ich habe euch jetzt ja nicht alles gezeigt, was ich noch so bekommen habe. Denn zum Beispiel hier, der Karton liegt hier noch, die B03 habe ich mir auch gekauft, die ist schon fertig und. Also so alles kann ich euch gar nicht zeigen, aber diese Highlights, die waren es einfach jetzt mal wert, euch zu präsentieren, auch weil wir lange auf dieser Ebene nicht mehr geschnackt haben. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ich auch. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Tutorials, die da kommen werden, auf die Kobi Specials, auf den Blick mal abseits von Lego und Kobi mal wieder zurück zu Fantasy Stone Heap und wie sie alle heißen. Ich freue mich auf das Jahr 2025 und auf die folgenden Jahre, die wir zusammen begehen werden, beziehungsweise klemmen werden. Ich freue mich. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir ging es nämlich ganz ehrlich zum Jahreswechsel nicht ganz so gut. Das habt ihr vielleicht in den Videos gemerkt. Ist aber jetzt alles weg, denn der liebe Bloxy wird immer zu Weihnachten krank. Ich bin ein wirklich arbeitnehmerfreundlicher Mitarbeiter, aber ich bin jetzt voller Energie, um für euch das eine oder andere Set hier zu klemmen und wie gesagt auch mal um den Tellerrand der Kobi und Legos und wie sie alle heißen zu schauen. Ja, ich will das gleiche nicht nochmal sagen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst einen Gruß da und dann wünsche ich euch wie immer eine gute Fahrt, einen guten Flug. Habt ein schönes Leben, bleibt gesund. Euer Freund, der Blockster. So, einen letzten Cut noch. Da hat der Blockster so viel geschwafelt und hat das Wichtigste vergessen. Freunde, ein ganz herzliches Auf Wiederbauen.